Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radbot und Civ 7 Kampala. Wir sind gerade in die Moderne gestartet, haben so ein bisschen Leute hin und her geschoben. Ich glaube, damit auch fast fertig. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht auf Record gedrückt habe. Ich, Soli. Und ja, das habe ich jetzt nachgeholt. Und ja, wir müssen jetzt so ein bisschen die Gemeinden vergrößern. Ähm, Ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen schnell hin. Ich glaube, wir müssen auch noch Städte gründen, ne? Irgendwie, ich glaube, ich habe nicht auf Record gedrückt. Ich habe, glaube ich, nicht auf Speichern gedrückt. Das kommt mir doch auch alles irgendwie doch bekannt vor, irgendwie. Ja, das sind auch noch keine Städte wieder. Hm. Das ist irgendwie... Uff. Na gut. Dann könnt ihr aber übrigens sehen, was hier alles zu einer Stadt verwandelt wird. Dann wird das hier doch am Anfang ein bisschen ein organisatorisches Video. Warum der hier unten jetzt wohnt, weiß man nicht. Gut finde ich das nicht. Ja, Breslav ist natürlich noch eine Stadt. Naja, unsere frühere Hauptstadt. Das bleibt erstmal alles so, wie es ist. Dann haben wir noch Kalakmul und Bark. Und dann ist unser Geld auch erstmal Futschi. Wir kriegen hier so, das sind diese steinernen Köpfe und ja, die haben wir auch gebaut, stimmt. Da kriegen wir jetzt eine Menge Kultur für. Wir haben hier ein Städtchen. Na, Spezialisten am Anfang zu verteilen, wenn man noch keine Gebäude hat, ist halt immer ein bisschen anstrengend. Ich nicht genau weiß, was wohin kommt, aber hier wird auf jeden Fall was hinkommen. Und da auch schon mal ein Spezialist rein. Macht natürlich die Städte immer ein bisschen unglücklich, aber dann ist das eben so. Und sich mal nicht alle so haben. Wir nehmen das mit dem zusätzlichen Hämmerchen. Ja, Polis, du nun wieder. Sagt, wir nehmen hier die Sache mit den Hämmern. Ah, guck mal, der Vulkan bringt gar nichts. Dann sollten wir ihn auf jeden Fall auswählen. Ja, 5 Produktionen mit einer Mine. Kann sich auch sehen lassen. Ich habe mir übrigens Gedanken gemacht, was wir eigentlich hier am Ende genau, oder wie wir am Ende nicht genau gewinnen wollen. Aber dadurch, dass wir ja sehr militärfokussiert sind, ist natürlich die logische, ja, habe ich schon ganz vergessen, unsere logische Wahl natürlich auf Krieg zu gehen. Und es wird wohl auch darauf hinauslaufen. Ich nehme jetzt mal hier den Berg, weil der ein bisschen mehr Happiness bringt, aber ich kann beides machen. Macht die natürlich besser. Na, guck. Der kann da noch ein bisschen größer werden. Achso, das ist ein Naturwunder, das nie angeschlossen wurde. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber vielleicht wird das hier oben angeschlossen. Ja, da wurde das schon angeschlossen, da noch nicht. Also angeschlossen heißt, da stand ein Bürger. Ihr seht schon, wir haben ja noch einiges an Wachstum zu verteilen. 1, 2, 3. Also gehört uns das hier nicht. Ja, das gehört uns einfach nur noch nicht. 1, 2, 3. Okay, das gehört uns tatsächlich nicht. Das gehört uns noch nicht. Ich liebe Chinin, die Fabrikressource. Echt praktisch. Wir wollen hier eigentlich einen Siedler haben. Können sie jetzt aber nicht mehr kaufen. Nächste Runde wird hier ein Stadtstaat entstehen. Vielleicht wollen wir den loswerden. Weil das auch ein ganz ordentlicher Platz für eine Stadt wäre. Na gut, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Mir geschehen schon wieder merkwürdige Dinge.
Was hier vielleicht noch nicht ganz unrelevant wäre, wir spielen nicht auf dem aktuellen Patch, also anders, wir spielen so halb auf dem aktuellen Patch. Denn okay, der ist Level 2. Er ist deutlich militärischer unterwegs. Wir haben hier jetzt natürlich einen Haufen Kürassiere, die früher unsere Spezialeinheiten waren. Kann sich der Kollege doch eigentlich wieder einverleiben. Sehr gut gemacht. Großes Lob. Das ist auch unsere Spezialeinheit. Die heilt extra HP durch Plündern. Was natürlich an sich schon ganz cool ist. Müssen mal schauen, ob hier irgendwo noch Generäle sind, die... Ja, hier ist ein ganz ordentlicher General noch. Ein Haufen Feldgeschütze, weil die Stadt hier angegriffen wurde zum Ende des letzten Zeitalters. Genauso wie hier. Und noch hier, ein Flottenkommandeur. Den können wir auch nochmal befördern. Angriff auf befestigte Bezirke. Genau unser Ding. Dann kannst du schon mal nach Madrid schwimmen. Der Kollege bleibt, wo er ist. Die bleiben auch erstmal, wo sie sind. Der Flottenkommandant ist auch eine Stufe aufgestiegen. Gar nicht, warum das jetzt gerade irgendwie alles so... Sind alle eine Stufe aufgestiegen einfach? Bleibt ja so erstmal in eurer Siedlung zurück, ne? Die ganzen Kollegen hier kriegen das Upgrade. Es erhöht die Erträge in den Siedlungen, in denen sie stehen. Weil offensichtlich tatsächlich alle irgendwie ein Level abbekommen. Ich meine, das sind offensichtlich Heerführer, die schon einiges an Krieg gesehen haben, ne? Und schon einige Level-Ups bekommen. Aber die sollen eigentlich erstmal in den Siedlungen bleiben, in denen sie beheimatet sind. Und da die Erträge erhöhen. Leute, ich klicke das hier mal durch. Das Video wird sonst zu blöd. Wir sehen uns danach nochmal. So, da sind wir wieder. Für euch war das jetzt vielleicht noch eine Sekunde. Für dich, ja. Für mich war das jetzt ein bisschen länger. Wir haben die Runde beendet. Das war jetzt 20 Minuten Umgeklicker. Von daher gut, dass wir... Oder dass ich das ohne Aufnahme gemacht habe. Das mit dem mehr Gold ist natürlich eine tolle Sache, aber da wir ja doch auch wirklich sehr kriegerisch sind, wir das vielleicht nur kriegerisch belassen. Du kannst mal nach Rom da zu dem Typ gehen, das passt schon. Ja, also wir haben Forschung eingestellt, akademische Bildung für die Schulen und für das Oxford Weltwunder, so heißen die Dinger. Und hier studieren wir jetzt erst Naturgeschichte, um Erkunder zu bauen und Museen, damit wir große Werke haben, denn wir haben ja noch die Politik, die haben wir jetzt gerade nicht drin, aber wir haben die Politik hier, die Chronolaterie, große Werke liefern Zufriedenheit und Gold. Da wollen wir natürlich dran anknüpfen. Gebäudetechnisch haben wir mehr oder weniger überall erstmal Stadtparks errichtet. Hier haben wir einen bösen Stadtstaat, sehe ich gerade. Dann sollten wir den vielleicht mal kurz in seine Schranken weisen. Ich würde natürlich gerne hier auch schon irgendwas wegplündern, aber so funktioniert das, glaube ich, noch nicht. Das ist schon mal Schritt 1. Dann können wir auch gerade mal schauen, wo hier noch andere Stadtstaaten sind.
Helsinki wird unser Freund, hoffentlich. Und ganz gut gebaut, würde ich sagen. Ganz gut angeschlossen. Das wird auf jeden Fall auch unser Verbündeter. Stonetown. Naja, gut. Könnte auch unser Verbündeter werden. Hier wäre natürlich eine schöne Stadt. Aber jetzt auch nicht völlig OP, sodass wir die unbedingt haben müssen. Was tatsächlich noch ein Problem ist, also erstens ist Athen noch keine Stadt. Das müssen wir nochmal machen. Madrid eventuell. Was noch ein Problem ist, wir bauen ja sehr auf Seefelder. Und das wäre hier natürlich ganz gut. Das Seefeld hier ist so mittig. Hier haben wir noch so ein bisschen Seegelände. Das ist tatsächlich schon Küste. Hm. Haben wir ein Seefeld. Ne? Wir bauen sehr auf Seefelder, aber so richtig viele Seefelder haben wir gar nicht. Könnte ein Problem werden. Haben wir die Flotte hier hingeschickt, weil ich vermute, dass wir hier irgendwo den ersten Krieg haben werden. Eventuell auch mit Corinthos. Den haben wir aber schon ganz gut auseinandergeklöppelt. Frage, ob der sich allein gegen uns wehren möchte. Ibn Battuta im Mogulreich, der wird wahrscheinlich mal unser Verbündeter werden. Da haben wir ja schon wegen vorherigen Zeitalter ganz gute Beziehungen. Könnten wir jetzt auch mal mit offenen Märkten versuchen. Mehr Gold ist mehr Spaß. Hier nehmen wir mal Kampfstärke für Militäreinheiten. Ja, wir nehmen hier auch mal Kampfstärke auf feindlichem Gebiet. Ich meine, so weit sind wir hier noch nicht. Oh, stark sind wir noch nicht, aber wir nähern uns. Die Banner von Xerxes umgeben die Welt, jetzt wird sie durch den Krieg neu geformt werden. Okay, wir sollen einen Ideologiepunkt kriegen und kriegen dann einen weiteren Ideologiepunkt. Das ist doch nett. Das sind Vermächtnispunkte, ne? Ja. So, ich wollte eigentlich eventuell... So, Ressourcen haben wir auch schon zum Teil zugewiesen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier nicht alles da reingehauen habe. Das war aber übersehen. Alles so gemacht, dass wir möglichst zufriedene Städte haben. Doch, welche Politik haben wir gerade bekommen? Die Zufriedenheit auf Berge und 6 Kultur für Naturwunder. Wir können gleich Naturgeschichte 2 machen. Oder wir bauen erstmal das Eremitage, das die Kultur erhöht, wenn wir große Werke ausstellen. Wir sollten jetzt auf jeden Fall auch so schnell es geht die Erkunder an den Mann bringen. Die jetzt doch essentiell werden in Teheran. Das plündern wir. Kriegen wir gleich unsere Bildungstechnologie. Börse und das Labor. Wir wollen, glaube ich, erstmal die Händler. Na, hier kriegen wir jetzt natürlich viele Migranten, weil die Stadt sich nicht weiter ausbreiten kann. Das wird sich wohl noch nicht mehr ändern, es sei denn, wir würden irgendwann mal diese Städte hier besitzen und einreißen. Die Frage, ob wir Uxmal vielleicht hier auch nochmal eine Flotte bauen, um hier die fluchtbaren Flüsse lang zu segeln, aber dann will ich eigentlich die Stadt lieber haben. Leven kommt nur 1, 2, 3, die Felder hier hin. Wäre hier noch eine ganze Menge Feld über. Gut, da kriegen wir auch noch was von ab. Ich weiß noch nicht. Ihr seht, wir haben gerade einen Stadtpark für 5 oder 6 Happiness gebaut und sind immer noch bei -7. Also wir brauchen hier dringend mehr glücklich sein. Bauen wir aber erstmal die Museen. Ja, du kannst mal die Berge annektieren.
Ich würde vorschlagen, die Mörser schießen hier lustig vor sich hin. Du greifst die Linieninfanterie an. Du greifst die Linieninfanterie an. Auch nur gemacht, weil der Stadtstaat uns feindlich gesinnt war. Sonst hätte ich das eventuell auch gar nicht getan. Okay, Wiki, 1, 2, 3, kommen wir nicht ran. Wir haben die Eisenhütte, wir haben Häfen, das heißt Gold ist jetzt auch möglich bei uns. Dampfmaschine 2, mehr Produktion, ja nicht schlecht. Verteidigungsanlagen bauen können auch nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir mal. Kennen ja unseren Gegner. Wir machen ja gerne mal ein bisschen Blödsinn. So, 12 Kultur hier. Da können wir nicht drauf verzichten, selbst wenn wir wollten. 17 Kultur hier. Da können wir erst recht nicht drauf verzichten. So, hier brauchen wir Händler. Weiß nicht. Hier noch einen Händler kaufen. Hier können wir einen Händler kaufen. Ach, komm her, du Lumpi. Dann müssen wir ganz wichtig Teen in der Stadt umwandeln. Die kann dann hier auch gleich mal mit ein paar Parks anfangen. Oh, haben wir jetzt gekauft. Das war nicht ganz meine Intention, aber dann baust du halt da ein Museum hin. Und wir wollten hier einen Händler kaufen. Wir haben dann auch die 3 Händler, die wir haben. Und hier bringt jetzt Produktion für eine Stadt mit Bahnhof. Ist jetzt nicht zwingend unsere Hauptstadt, aber unsere Hauptstadt hat, glaube ich, auch noch das Grabmal von Askia, das mehr Gold und Produktion gibt für jede Ressource, die da drin ist. Deswegen wollen wir da auch viele Ressourcen drin haben, logischerweise. Okay. Er hasst uns ja richtig leidenschaftlich. Ist ja irgendwie schön. Erst wer verheiratet ist, weiß ja, was es wirklich heißt zu hassen. So sagt es eins der Philosophen und Poet Stromberg. Und nichts liege mir ferner als diesen Worten irgendwie, an diesen Worten zu zweifeln. So, haben wir denn hier noch irgendwo was? Oh, die Palast ist zeitlos, dann können wir da auch ein anderes zeitloses Gebäude reinbauen, dann ist das Viertel wenigstens fertig. So, du bist Stummen. Da willst du hin, das ist gut. Naja, wir haben Ressourcen schon klar. Haben wir jetzt ein paar von, schätze ich mal. Du willst nach Adulis? Nee, du willst eigentlich irgendwie hier hin, ne? Gehen wir dahin. Ilioi. Hey. Oh, das bin ich schon so angestrengt, dass er nicht mehr kann. Na gut. Du willst nach Adulis, wenn wir denn überhaupt nach Adulis wollen, weil Fisch, der Kram, auch nicht so wichtig. Bagdad ist auch nicht so gut. Dann geht dahin, wo es am meisten Ressourcen gibt. So, Athenai nach Argos. Punktip hat Gold und Silber. Doch lieber erstmal nach da. So, wir haben jetzt erstmal ein paar Ressourcen. Geld bringt Zufriedenheit. Springt Nahrung. Okay, ich habe schon eine ganze Menge Rohstoffe. Ja, Athen, mehr Produktion. Kann nicht schaden. Mehr Produktion kann auch nicht schaden. Ja, wir haben jetzt eine Fische über. Brauchen wir erst neue Ressourcenplätze. Ja, er liebt uns schon wieder. Alle anderen finden uns eher mittelmäßig. Aber gut, das sind wir vom echten Leben schon gewohnt. Wir haben aber keine Stadtstaaten gefunden, die irgendwie Kultur sind oder so, ne?
Also jetzt zumindest noch nicht. Autsch. Warten wir vor dem Sturm davon, eventuell vielleicht. Hier ist ein technischer. Den nehmen wir uns auch gerne. So ist ja nicht. Anderes gibt es auch nicht so richtig viel Kram. Oh. Und uns hier alles irgendwie nicht viel. Okay, vielleicht tatsächlich nochmal hier runter und gehe nach Ostia. Auch nur Fisch. Aber zumindest haben wir es dann mal entkundet. Das ist ja auch schon mal was. In der Aufklärung wird das, was in Zahlen nicht aufgeht, zur Illusion. Und fürs Überbauen, das ist auch immer schön. Hier gehen wir nach Ostia, nehmen wir uns das Ding. Hier können wir die Gemeinde vergrößern. Madrid heißt diese. Sogar. Die Frage, wollen wir Madrid haben? Gehen erstmal alles. Rom hat ganz ordentlich gewütet. Hier mal ausfallen, als Mr. Flottenkommandant. Ihr könnt da wieder chillen. Ja, ich glaube fast, dass wir Madrid auch ausbauen wollen. Wir könnten unsere Truppen verbessern und einen Bahnhof entwickeln. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Oh. Wir nehmen als erstes mal unsere Ausrichtung, die ich nicht aussprechen kann, aber die bringt uns unseren Kabaka-See. Damit erhöhen wir unsere Seeertragsboni etc. Und im nächsten Schritt dann das Wunder dazu, dass allen Seegeländefeldern +2 Nahrung gibt und dort, wo das Wunder steht, also in der Stadt, noch Kultur und Zufriedenheit. Wir wollen hier auch ein Museum bauen. Durch die ganzen Handelsgeschichten wieder neue Ressourcen, aber keine Städte mehr, die Ressourcen unterbringen können. Das ist natürlich ärgerlich. Helsinki gibt uns eine Einheit. Die geben uns ebenfalls eine Einheit. Und wir kriegen hier +500 Kultur oder Wissenschaft. Wir nehmen mal die Kultur. Ich hoffe, man hört übrigens nicht, dass ich so ein bisschen extrem verschnupft bin. Weil ich war auf einem, ja, ich war auf dem Mittelaltermarkt die Woche. Und habe mich da natürlich ganz ordentlich erkältet. Das Wetter war ja nicht so Premium, sag ich mal. Also es geht mir so, geht schon, aber ging mir auch schon besser. Aber für euch nehme ich natürlich trotzdem dieses Video hier auf. Ohne mit der Wimper zu zucken. Wer hasst uns hier? Trunkprak ist Kommunistin. Naja, wenn sie das so möchte. In Allianz mit dir eingehen. Jo, Ibn Battuta, alter Bro. Ja, ich möchte gar nicht mit dir Krieg führen. Wenn ich nicht muss. Also, jetzt noch nicht. Arena, Amphitheater. Ich suche gerade die Dinger, die zeitlos sind, wie hier zum Beispiel. Wobei, eigentlich auch egal, ne? Es gibt ja gar keine weitere Epoche mehr, dann können wir auch einfach alles vollschustern. Ja, wir haben jetzt so einen Dulli. Ja, mal dahin gehen. Dieser welcher soll mal. Ey, braucht die Einheiten alle eigentlich auf den in Anführungsstrichen neuen Kontinent.
Hier kriegen wir jetzt Migranten bis zum St. Nimmerleinstag. Wahrscheinlich können wir die Stadt auch... Ja, nimmt das da mit. Wahrscheinlich könnten wir die Stadt hier auch mit einem Hafen und sowas ausbauen. Ist die auf demselben Kontinent wie unsere Hauptstadt? Nein. Natürlich schade. Ja, schon wieder einer gespawnt. Ein militärischer. Die Lumpis. Leider bringt es uns noch nichts. Wir kriegen noch die Fähigkeit, dass uns Plündern auf unsere nahestehenden Generäle gibt. Aber auch das ist noch nicht der Fall. Und selbst wenn, können wir da natürlich auch nicht plündern. Kossos altes Haus. Ja, was machen wir eigentlich mit dir? Hol dir mal die Felder, die du noch holen kannst. Eine Eisenhütte. Ja, richtig viel bringt die auch nicht. Aber auch nicht richtig wenig. So, ja. Den haben wir hier hingeschickt, ne? Der kann eigentlich mal nach Athen hin. Die Stadt hat noch gar nicht so einen Anführer-Dude. Machu Picchu wurde da gegründet. Hier auch schon. Dass unser Vieh auf unserem Land fett wird. Nicht, dass dieses Fett genommen wird, um andere zu füttern. So, nämlich. Die Brunnen müssen gereinigt werden. Mehr Kultur. Oh, 1000, obwohl das noch 2 Runden, ne? Bevor Kultur ist aber nicht mehr eine Runde. Ah, Bildung. Die Älteren sollen das Fischen lernen. Lehren. Nicht lernen. Können das hoffentlich schon. So, das gibt einfach flat nochmal plus 50% Erträge durch Plündern. Aber wir wollen erstmal Fortbewegung für Einheiten im Wasser. Wir nehmen hier mal die Kampfstärke, weil wir gerade im Kampf sind. Gold und Zufriedenheit. Aber weniger Unterhalt für Gebäude ist natürlich auch mal Hüfte. Was wir jetzt aber brauchen, ist wirklich dringend, und da habe ich die ganze Zeit nicht dran gedacht, Erkunder. Vielleicht kaufen wir uns aber auch eine Handvoll. Wir ziehen hier eine Militärakademie, die plus 17 bringt, meine Güte. Übertreib's doch. Kampala. Die hätten wir auch gern. Ja, einen Erkunder, jetzt werden die auch schon teuer. Und du baust gerade, muss es eine Militärakademie. Ja, guck. Weil du noch auf einem anderen Kontinent bist, wäre hier vielleicht auch noch ein Erkunder ganz praktisch. Weil die Gegner da ja nun wirklich nicht schlafen. Du, was? Bringen plus 3 Zufriedenheit und erhält Seeertragsbonus. Einstellige Erträge für alle Fähigkeiten Bugandas und des Wunders, wie auch immer das heißt. Fährt keine Lagerhausbonus auf einem Geländefeld, muss auf eine bestehende Modernisierung auf einem ebener Gelände platziert werden. Aber kann man nur einmal pro Siedlung bauen. Ah, jetzt zeigt der Wurm die Krallen. Nur einmal pro Siedlung. Na gut. Ich wollte gerade sagen, das klingt ja ganz schön OP. Aber wenn das nur einmal pro Siedlung geht, ist das natürlich schon wieder weitaus weniger verrückt. So, könnte ich vielleicht auch noch näher ranbringen können, den guten. Das löst du das Dorf auf, so. Das gilt nicht als... Aber wir kriegen ein Vogelhäuschen. Auch schön. So, weil wir das Ding jetzt abgeschlossen haben, weil wir die Produktion bekommen haben durchs Einreißen einer... ne? Wisst ihr, was ich meine? Durchs Einreißen dieses
Das Militär Stadtstaats, die bringen ja Bonusproduktion. Hier. Oh. Könnten wir ein paar glücklich machen. Jetzt habe ich natürlich da die ganzen Gebäude gebaut, die ich eigentlich woanders hätte bauen können. Ja, du kriegst einen Attributspunkt, das ist doch gut. Dann nimm du hier mal eben das Level-Up entgegen. Ist sonst auch Quatsch. Ich würde jetzt eigentlich gerne mein Militär so weit upgraden, dass wir alle möglichen Kriege easy gewinnen. Man uns hier antun möchte. Und dann auch möglichst schnell in einen solchen Krieg ziehen, da wir nicht zwanghaft darauf angewiesen sind, aber ja doch auch sehr profitieren von Krieg und dem ganzen Gedönse. Wir nehmen da noch die Ressourcen mit. Da haben wir sie. Zum Beispiel Kreuzer etc. Finde ich eigentlich immer eine schöne Sache. Hier bringt der Kawakasee nur 3 Zufriedenheit. Warum auch immer. Müsste mir mal einer erklären, warum das so ist. Ich möchte aber tatsächlich trotzdem lieber hier dieses rote vorbauen. Nämlich ganz ordentlich Angrenzungsboni da gibt. Angrenzungsboni sind natürlich der hellste Shit. Ja, wir haben immer noch keine neuen Städte oder Dinge. Hier entdeckt du mal da irgendwas Lustiges. Hier schießt da mal die Linieninfanterie zu Klump. Oder versucht das wenigstens. Erstmal so. Gut gemacht. Der Erkunder kann schon mal hier hingehen und buddeln. Dieser Erkunder hier. Da ein Erkundungsartefakt. Dann gehen wir da hin. Wir hoffen, dass noch keiner ist, aber ich nehme nicht an, dass wir mit... Oh ja doch, kulturell sind wir schon ganz schön weit vorne. 640. Nur Trumtrak ist mit 830 noch über uns. Das war deutlich. Alle anderen sind nicht so gut. Und jetzt über so ein Dingeling hin. Wo können wir dann noch so ein Artefakt ausbuddeln? Da. Das ist ja ein blöder Ort. Sherpas. Mhm. Alles da rein in den guten Anführer-Dude. Der dann mal bitte nach da. Ach, wir haben hier schon wieder Migranten. Auch schon nicht mehr weiter wachsen. Downtown sind wir jetzt eigentlich schon mit Hand gemacht worden. Noch nicht. Dann ist das hiermit geändert. Tja, aber dann ist auch wirklich vorbei mit den Stadtstaaten. Also irgendwie... Ja, so einen neutralen oder so werden wir wohl nicht kriegen. So einen neutralen, so einen kulturellen meine ich. Unser Vieh auf unserem Land fett wird. Das hatten wir gerade schon. Genommen wird, um andere zu Kontinuität plus die 3 zufriedenen Siedlungen für jede andere freundlich gesittete Siedlung innerhalb von 6 Geländefeldern. Aha. Interessant. Ja, Kampfstärke brauchen wir gerade nicht. Dann nehmen wir mal diese Zufriedenheitsgeschichte. 6 Geländefeldern. Und den, der passt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das passt. Ja, wahrscheinlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh ja, doch, das gibt schon. Ich
Zufriedenheit, so links und rechts. Nehmen wir noch mehr Zufriedenheit. Ja, graden wir auch hier mit dem Plündern auf. Und jetzt mal überall diesen vollen Kubiki-See. Kann der Migrant da nicht hin, oder was? Wer wild. So, wir können auch wieder Leute upgraden. Ja, dann machen wir das schon mal. Ich fühle, hier passieren gleich schlimme Dinge. Ah, da ist natürlich schon wieder einer. Ein Scheiß. Hat er schon Erkunde? Können wir noch erkundern? Hier oben. Aber da würde ich sagen, braucht Tat hier nicht sogar ein? Da kann ich mir den hier schon nicht mehr leisten. Nee. Die Stadt, wo der jetzt rumsteht und nichts machen kann. Da habe ich mir gekauft, ne? Super gemacht. Und wir haben hier eine Küstenbatterie. Und dann halt eine doppelte Erfahrung. Das ist natürlich auch interessant. Nordrand. Für jeden Stadt stattdessen Suzerain wir sind. Auch gut. Nehmen wir jetzt erstmal die ideologische Kriegsführung. Dann wachsen die bei uns. Leveln die bei uns wie blöde. Und das wäre ja doch durchaus auch wünschenswert, nicht wahr? So, ich überlege auch gerade, der hat hier so viele Punkte, weil wir ja den Schlangenwall da, glaube ich, gebaut haben. Der verbessert natürlich. Demokratie in Batuta. Da müssten wir jetzt ja Demokraten werden eigentlich. Ja, ich wollte sagen, der Schlangenwall verbessert natürlich dann die einzigartigen Modernisierungen, die es so gibt. Da brauchen wir aber auch auf jeden Fall das Weltwunder. Macht ja zumindest schon mal alle ein bisschen glücklicher. Ja, zumindest nochmal einen Grundbonus auf Glücklichkeit, ne? 2, glaube ich. Ne, Nahrung. 2 Nahrung. Hier das Seegeländefeld. Und nur noch irgendjemand, der das auch bauen kann. Wie sieht's bei dir aus? Du könntest. Du könntest das dahin bauen. Und dann kaufen wir dich in eine Militärakademie rein und wir kaufen dir eine Eisenhütte, weil so langsam deine Produktion ist, das nicht mehr feierlich. Sehe ich auch nicht länger ein, dich da durchzufüttern. Gut, komm, kaufen wir auch noch. Johui. Schiffbare Flüsse sind unser Ding. Pompeji? Ja, wir haben kein Gold mehr, aber du könntest ja auch eine Stadt werden, also so eine richtig echte. Na, hier würde es sich lohnen, wenn da ein Wunder steht. Ah, die Stadt ist nicht so der Oberrenner. Madrid ist halt auch. Wäre halt gut, wenn wir Argos hier wegkriegen würden, aber dann können wir Argos eigentlich auch behalten. Um ganz ehrlich zu sein. Ach,
So eine neue Militärakademie, das ist mir auch gefallen. Der Erkunder kann hier buddeln. Wir machen, was du lustig bist. Du kannst da buddeln. Du kannst hier immer noch machen, was du lustig bist. Hier kann wahrscheinlich auch gleich upgraded werden, ne? Also jetzt. Um genau zu sein. Bereit? Mediolano. Du bist natürlich jetzt von den Städten hier auch nicht der allerbeste. Massenproduktion gibt uns ein Siedlungslimit und die Fabrik, die wir brauchen. Kapakasee bringt uns hier einen schönen See haben. Mediolano. Ach, du kannst das nur auf den Dingern machen. Die bringen aber ja schon so viel. Ja. Halbwegs viel. Noch eine Eisenhütte drin bauen. Noch kein Gold mehr in der Schatzkammer. Das ist ja was. So, du kannst hier haufenweise Städte, ich meine noch Bürger und Dingsies unterbringen. Das ist ja auch gut. Wo ist denn der orangene Kontinent? Der hier, da haben wir ja gar keine Stadt. Hier oben die Städte. Das ist jetzt auch nicht so perfekt. Ja, gerade vielleicht doch eine Stadt. Ich frage mich, ob jemand in Oxford etwas anderes tut, als träumen und sich erinnern. Schauen wir uns mal die schöne Oxford-Universität an. Ist schon hübsch, ne? Kann man nun ja auch nicht anders meckern. Kann man auch nicht anders sagen. Wird dein Arm Haben wir Dampfmaschine gekriegt. Funktion für Lara. Dumm. Funktion für Lager. Ich weiß nicht, ob Lara das hier spielt. Und die Elektrizität, Labore, Börsen, Spezialisten. Von allem was. Das wiederum ist sehr, sehr gut. Und du bist auch sehr, sehr schlecht, was Produktion angeht. Von daher erstes Mal in Produktion investieren. Diplomatisch. Politikplatz. Nein. Das ist schon noch alles nicht schlecht. Ressourcenkapazität, importierte Ressourcen. Ich handle mit Schatzflotten. Wirtschaft ist schon auch gut. Hier hätten wir noch ein Siedlungslimit anzubieten. Auch gut. Militär sind wir, glaube ich, durch. Das haben wir ja nun mal noch nicht. Wissenschaft. Ein wissenschaftliches Viertel ist natürlich auch ziemlich gut. Eine wissenschaftliche zugewiesene Ressource. Also auch alles nicht schlecht. Siedlungslimit. Wir brauchen, glaube ich, gerade nicht so viel Siedlungslimit. Hier wäre cool. Und Diplomatie kriegen wir nicht so einfach. Dann nehmen wir das mal. Wirtschaft. Könnten jetzt hier einfach hochballern. Mit Bahnhöfen. Händlern und so. Und 14er Labor. Wird auch gefallen. Ich nehme mal unter den Geschenken der neuen Oberherrschaft befindet sich eine antike Taschenuhr mit einer Elfenbeinarmee von roten Instellungen gegeben ist. Die ist exquisit, aber wenn man die Abgesandten nach der Herkunft fragt, finden sie nur mit den Schultern zu. Das 1000 Gold plus 500 Kultur. Wir nehmen das großzügige Geschenk einfach an. Viele behaupten, der wahren rechtmäßige Besitzer einer geheimnisvollen antiken Taschenuhr mit glitzernden roten Edelsteinen zu sein. Einer der Anwärter legt zwingende Beweise vor. Könnte sich bei einer bestimmten Ätzung im Metall tatsächlich um eine Herstellermarke handeln?
kriegen minus 37 Einfluss, aber ein Artefakt. Das ist gut. Oder 300 Einfluss. Nö, wir verzichten auf den Einfluss und nehmen das Artefakt. Wir haben das Observatorium gefunden und auch das wird ein Artefakt. Dafür verlieren wir ein bisschen Kultur. Aber auf Kultur können wir in dem Sinne dann auch für eine Runde oder zwei verzichten. So ein großartiges Geschenk bekommen. Wir können hier mal ein paar Krämer bauen. Die gehen schnell und bringen eine ganze Menge. Hier werden Kriege erklärt. Ibn Battuta hat Himiko den Krieg erklärt. Dann sind wir ja gleich im Krieg mit Himiko. Das freut mich ja. Wir ein Artefakt ausgegraben. Andere Artefakt graben wir noch aus. Das heißt, du könntest mal nach hier rüber klüngeln. Okay, wir haben auch für den ja, wir unterstützen ihn Battuta natürlich im Krieg gegen Himiko. Damit unterstützen wir ihn auch im Krieg gegen Tecumseh. Das wiederum wusste ich nicht. Das macht die Sache schlecht, aber spannend. Dann, meine lieben Freunde, kommen wir hier zum ersten Break. Banak. Ich hätte nur nicht gedacht, dass wir gegen den Kollegen Krieg führen müssen. Und hier mal alle Einheiten verbessern. Da können wir es jetzt gerade nicht mehr, aber hier. Hey, wo sind denn alle? Haben wir nicht bessere Schiffe erforscht? Mir war so. Die ersten 11 Runden kommt der Kollege. Möglicherweise können wir bereits Verteidigungsanlagen errichten. Ja. Du hast hier jetzt natürlich auch ein gewisses Problem. Muss auch noch wieder eine Stadt werden. Können uns eigentlich diese Stadt hier vorknöpfen? Wollen, weiß ich nicht, aber wir könnten. Und wir werden. So, naja, bewaffnet, wie gesagt. Können wir hier schon wieder irgendwo lustig vor uns hin plündern. Hier zum Beispiel können wir jetzt einen Tempel einreißen. Können wir ein Sägewerk einreißen. Da wird nichts modernisiert. Da ist noch was modernisiert. Du stehst Schmiere. Schanzt und wir halten 60 Kultur. Ne, ich warte noch eine Runde mit dem ganzen Niederreißen. Zum einen hier gerne. Ach, jetzt haben wir noch mehr Kriege. Umtrag hasst uns. Na gut. Wir bauen das Rote vor. Eventuell gerade nicht ganz unpraktisch. Das versteckt all unsere Verteidigungsgebäude. Aber ich glaube nur in dieser Stadt. Und es dient selber als Verteidigungsgebäude. Und jeder beste Bezirk, der erobert werden muss, plus 50 TP für dieses Gelände für alle Stadtzentren. Na ja, gut, alle Stadtzentren. Dann ist das Rote Fort doch ganz praktisch. Nur 1000 Gold, auch das ist ganz praktisch. Jetzt allerdings das nicht ganz so kleine Problem, dass wir hier Verteidigungsanlagen brauchen und dass wir hier eigentlich auch Einheiten brauchen, aber da kommen wir wahrscheinlich noch zu.
Wir werden jetzt hoffentlich diese Armee upgraden können. Dann werden wir mit dieser Armee nach hier reiten, segeln, wie auch immer. Gehen. Mal schauen, ob wir dieser Stadt nicht noch einen Besuch abstatten können. Wir werden hier hingehen. Hier hingehen und dann werden wir kräftig plündern. Nichts ist so schön wie das Plündern. Und dann können wir diesen Stadtbezirk nicht ohne Beschuss erobern. Können wir uns aber wahrscheinlich abhaken. Wir haben Beschuss näher dran, ja, die Kollegen hier. Müssen jetzt allerdings auch noch eine Runde warten. So, dann machen wir noch die Seen sind Ding. Was ist da noch? Produktion. Was ist hier? Nahrung und Produktion oder ganz viel Produktion? Ich nehme mal die ganz viel Produktion. Wir nehmen die Schlauheit. Wir haben Institute. Plus 5 Wissenschaft, plus 2 Wissenschaft für angrenzendes, feuchtes oder bewachsenes Gelände. Da haben wir nicht so viel von. Wissenschaftsgebäude plus 1 Wissenschaft, das ist gut. Plus 5% Wissenschaft ist auch gut. Kostenlose Technologie ist, naja. Wir haben das unser dritter Stadtstaat, das sind schon 15%. Das sind ja schon über 50. Hoffentlich stimmt das auch. Achso, wir müssen das erst noch erforschen für das Plündern. Na gut. Wir nehmen das mit der Kampfstärke. Wir nehmen Kampfstärke in feindlichem Gebiet. Jetzt haben wir 600. Das ist auch schon mal was. Okay, wir haben hier noch Taschenuhr zu vergeben. Auch gerne in jeder Stadt ein Artefakt haben. Sorry. Boah. Ätzend. Ja, du kannst einfach nur wachsen. Ach nö, ihr habt auch keinen Dulli bei euch. Und keine Stadt. Das ist schlecht. Ja, kriegsmüde ist mir nicht so wichtig. Du kannst, glaube ich, nochmal eine Runde nachholen. Wir mal lieber Knotenpunktgeschichte. 102 und 16 Einfluss jede Runde. Das ist doch schon mal was. So, warte mal. Hier ist ja noch ein Feind. Ein Sherpa. Okay, die können wir upgraden, aber nicht genug Geld. In der Schatzkammer. Na, das die olle Trung uns der jetzt den Krieg erklärt hat. Zusätzlich ist natürlich ein bisschen nervig. Feldgeschütz versus Feldgeschütz. Das ist Eges Gelände Tropen. Das ist Eges Gelände Wüste. Okay. Okay, du bist ein Migrant, der auch nicht mehr wachsen kann. Naja, dann fahr hier hoch. Komm halt irgendwann an. Würde ich sagen. So, ein jeder erklärt uns hier bösartig den Krieg. Friedrich könnte noch ein Verbündeter sein, aber der ist auch nicht so besonders dolle.
sind hier alle nicht so besonders gut. Das, wenn wir die Stadt hier erobert haben, eigentlich auch Ruhe im Puff. Dann müssen wir natürlich die Stadt neu erobern. Die sind da jetzt rein. Gut, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir haben ja schon Mittwoch. Achso, wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Ich weiß noch nicht, wann ich das schaffe. Es ist ja nun der neue Patch gekommen. Ich wollte da auch wieder ein Video drüber machen, aber da ich jetzt weg war, Video natürlich durchaus veraltet. Wenn ihr trotzdem eins haben wollt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich denke, ich werde es trotzdem sowieso tun. Das vielleicht mit einem anderen Video verknüpfen. Das kommt dann aber wahrscheinlich erst am Wochenende oder vielleicht morgen, mal gucken. Naja, ihr werdet es dann ja sehen. Bis dahin, viel Spaß, viel Erfolg und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.